Mit meinem heutigen Video möchte ich dann mal meine Modellbahn-Sommerpause ankündigen. Wir haben jetzt hier den dritten Tag hintereinander um die 30 Grad, schwül warm mit Gewittern. Ich sitze hier in meiner Bude und schwitze. Ich denke, die Saison für Modellbahn ist jetzt erstmal so ein bisschen durch. Es ist Sommer, wird immer wärmer. YouTube fährt die ganzen Empfehlungen und Aufrufe, zumindest von meinem Modelleisenbahn-Kanal, doch ziemlich stark zurück. Und ich denke, so richtig los wird das erst wieder im September, Oktober gehen. Und bis dahin werde ich mich darauf beschränken, das Freitagsvideo versuchen einzustellen. Und im Herbst werden wir dann wieder richtig durchstarten. Ich habe es mittlerweile geschafft, die 14 Lokomotiven, die ich euch letztens vorgestellt habe, alle mal auseinanderzunehmen, beziehungsweise die Lokomotiven, die nicht gefahren sind, auseinanderzunehmen. Habe überall reingeguckt, habe sie so weit in Stand gesetzt, dass sie alle fahren. Hier haben wir dann die Baureihe 74, die gefahren ist. Die Lokomotiven werde ich behalten, weil ich da noch eine Idee mit habe. Mal gucken, was draus wird. Dann haben wir die V220 in B-Stück Kies. Die werde ich wahrscheinlich weitergeben, denn die Lokomotive habe ich schon mal mit einem Digitaldecoder ausgestattet. Dann haben wir die kleine Primex Diesellokomotive. Die werde ich wahrscheinlich auch weitergeben, weil ich sie nicht ganz so aufregend finde. Dann haben wir den Schienenbus VT 795. Da werde ich gucken, denn ich habe einen auch mit Digitaldecoder ausgestattet. Aber der hier ist in einem sehr guten Zustand. Und dann haben wir hier die Baureihe 151 in der dritten Variante von Märklin. Die ist auch gefahren. Ich habe die erste Variante mit Digitaldecoder ausgestattet. Da werde ich mir auch überlegen, welche ich von denen weitergebe. Um es vorwegzunehmen, die ganzen Lokomotiven, die nicht gefahren sind, hatten also keine festsitzenden Getriebe, so wie ich vermutet habe, sondern die waren meistens eher trocken, überhaupt nicht geölt, sondern es war immer der Anker, der sich hier praktisch in diesem Motorgehäuse oder Motorblock außen festgesetzt hat. Und man kann hier sehen, wo der orange Pfeil ist, gibt es bei den älteren Lokomotiven so eine Art Einfüllstutzen mit einem kleinen Schaumstoff drin, in den immer geölt werden sollte. Und da wurde einfach nur dieses alte, verharzte Öl benutzt und dadurch hat sich der Anker im Grunde genommen über die Achse dort komplett festgesetzt. Und hier habe ich mal exemplarisch einen Anker rausgezogen. Das heißt, auf der linken Seite seht ihr hier diesen Achsstummel. Der ist also immer komplett verharzt und verklebt und hat sich dann mehr oder weniger komplett mit diesem Gehäuse verbunden. Und deswegen ist das ganze Getriebe nicht mehr gelaufen. Dem Ganzen war dann relativ einfach beizukommen. Das heißt, einfach mit ein bisschen Reinigungsmittel diesen Achsstummel hier reinigen, neu ölen, einsetzen und das Thema war schon erledigt. Dann noch die trockenen Zahnräder ein bisschen ölen, die Lokomotive wieder zusammenbauen und danach sind sie alle wieder gefahren. Dann haben wir die kleine Baureihe U43, die fährt jetzt auch wieder. Die werde ich dann wahrscheinlich auch weitergeben, weil sie mich als Modell nicht so sehr interessiert. Dann haben wir die Baureihe 24 in der schönen hellblauen Packung. Die werde ich wahrscheinlich behalten, einfach weil sie so alt ist und sowas kann man einfach nicht weitergeben. Dann haben wir die Baureihe 38, auch wieder voll funktionsfähig. Werde ich behalten, weil ich davon überhaupt noch keine hatte. Dann haben wir die Baureihe 18, die hattet ihr schon gesehen in dem Traktionstest mit dem langen Personenzug. Die werde ich auch behalten, weil ich davon auch noch kein Modell habe. Dann haben wir eine Baureihe 216 mit einem ganz komischen Plastikgehäuse-Sound. Habe ich aber bis jetzt bei den anderen Lokomotiven auch gehabt. Die werde ich wahrscheinlich auch weitergeben, weil ich die auch schon in der digitalen Ausführung habe. Dann haben wir die Baureihe 110 in Blau. Ein sehr schönes Modell. Sehr schöne Ausführungen. Werde ich wahrscheinlich auch weitergeben, weil das ist schon meine dritte. Und eine habe ich in digital, die werde ich auf jeden Fall behalten. Dann haben wir die Baureihe 111. In der S-Bahn-Ausführung ist überhaupt nicht mein Ding. Hat ein komplettes Kunststoffgehäuse und ich wurde schon darauf aufmerksam gemacht, dass es wahrscheinlich kein elektronischer Umschalter ist. So ist es. Es ist ein mechanischer Umschalter drin. Die Lokomotive hat allerdings den Lichtwechsel von Rot auf Weiß. Die werde ich auch weitergeben, weil mir diese Farbvariante überhaupt nicht gefällt. Und zum Schluss kommen wir zu den beiden Schmankeln für mich. Das heißt, zwei Bausatzlokomotiven. Einmal die V200 und zwar die 3921. Von Märklin, da war ich sehr angetan, aus dem Jahre 1963. Allein aus dem Grund würde ich die schon gerne behalten. Nachdem ich sie geöffnet hatte, musste ich feststellen, dass die Lok aber ziemlich dreckig war innen. Wahrscheinlich damals auf dem Boden gefahren ist oder als Spiellokomotive komplett genutzt wurde. Habe das alles gesäubert. Die Fahreigenschaften sind aber nicht sehr gut geworden. Ich habe sie mal hier im geöffneten Zustand. Das heißt,
Ist eine Bausatzlokomotive und das sollte nicht gelötet werden. Das musste möglichst einfach sein. Deswegen gibt es hier ganz merkwürdige Kabelverbindungen. Das heißt, einmal die Lüsterklemme da drin und dann diese komischen Klemmverbindungen. Das Ganze wurde von demjenigen, der es zusammengebaut hat, nicht sehr professionell gemacht. Und die Kabel muss ich erstmal ein bisschen zurechtrücken, weil sie mit geschlossenem Gehäuse immer auf den Umschalter gedrückt haben und nach ungefähr 50 cm Fahrt ist die Lokomotive stehen geblieben. Funktioniert jetzt einigermaßen, aber man merkt, dass die Lokomotive bespielt ist und richtig abgenutzt ist und ihre Fahreigenschaften sind nicht wirklich toll. Da muss ich mal gucken, was ich mitmache. Denn trotz des hohen Alters sollten die Lokomotiven dann halt schon einigermaßen vernünftig ihre Runden drehen können. Und nachdem ich von dieser Bausatzlokomotive so ein bisschen enttäuscht war, habe ich dann die nächste Bausatzlokomotive draufgepackt. Und zwar von Märklin die 3937, das Modell der grünen E41. Diese war damals beim ersten Test ja so ein bisschen rucklig gefahren, habe jetzt aber festgestellt, nachdem ich sie geöffnet habe, die Lokomotive war komplett trocken. Ich habe einfach nur geölt, einfach nur ein bisschen geölt und die Lokomotive fährt ganz wunderbar. Das Gehäuse ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Und diese Lokomotive wird sozusagen jetzt zu meinem persönlichen Highlight aus dieser ganzen Sammlung. Ich habe sie dann hier auch nochmal geöffnet, also es ist so ähnlich von den Kabelverbindungen, nicht perfekt, aber es ist so, dass das keinen Einfluss auf die Fahreigenschaften hat. Das Ganze funktioniert wunderbar. Zudem war diese schöne hellblaue Packung ja noch dabei. Und in der habe ich dann noch die Rechnung gefunden vom Kaufhof. Und einmal in der ersten Zeile oben haben wir einmal die Lokomotive für 31 D-Mark damals. Und in der unteren Zeile bei der Korbnummer ist eingetragen der 4.1.66 als Kaufdatum. Das heißt, die Lokomotive ist ein Jahr jünger als ich. Und dafür ist sie, glaube ich, wesentlich fitter als meine alten Knochen hier. Und sie macht noch einen richtig guten Eindruck. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Und die wird das Haus hier nicht mehr verlassen. Die Lokomotiven eiern jetzt teilweise noch ein bisschen, weil sie immer noch die alten Haftreifen drauf haben. Denn ich musste jetzt erstmal Haftreifen bestellen, habe das mal alles zusammengezogen, denn allein dadurch, dass ich hier 7 Drehgestelllokomotiven habe, die jeweils 4 Haftreifen bekommen, sind das schon 28 Haftreifen. Und auch die Haftreifen für die großen Dampflokomotivräder habe ich auch nicht da gehabt, sodass das erst demnächst dann stattfinden wird. Ich hätte die Lokomotiven jetzt gerne hier alle parallel fahren lassen, beziehungsweise alle auf einmal fahren lassen. Aber aufgrund der Analogsteuerung und der unterschiedlichen Geschwindigkeiten war das leider nicht möglich. So, da gibt es hier sozusagen nur das Standbild. Ich habe dann nochmal ein paar einzeln aufgesetzt, die ein paar Runden drehen. Und damit verabschiede ich mich sozusagen in die abgespeckte Sommerpause. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Danke euch hier fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder ein bisschen mehr. Und bis gleich.